Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Ich bin Spieleentwickler und ich möchte heute mit euch einen Editor machen in Unity Editor Window. Bevor ich jetzt hier groß erkläre, was wir machen, zeige ich euch einfach mal, was am Ende rauskommen soll. Also wir haben hier so einen Image-Editor jetzt. Da kann man jetzt ein Bild laden. Ich nehme jetzt einfach mal hier irgendein Bild. Das ist hier von einem Spiel von mir. Wir können also ein Bild laden und dann können wir hier aufklappen, können eine random Farbpalette generieren, können die Größe einstellen von dem Pixel. Ich lasse jetzt mal bei 2 und dann Convert to Pixel Image und dann wird das Bild zu einem Pixel Image konvertiert. Wenn wir eine andere Farbpalette nehmen, sieht natürlich ein bisschen anders aus. Mal probieren, was man so am besten findet. Kann natürlich auch die Pixel ein bisschen größer machen oder eben nur die Farben ändern, wenn Pixel 1,1 ist. Also wenn der Pixel 1 ist, dann ändert sich das Bild selbst nicht wirklich, sondern nur die Farben. Und es ist auch möglich, von anderen Bildern die Farbpalette zu importieren. Also es gibt ja zum Beispiel so lowspec.com, glaube ich, oder heißt das. Da kann man Farbpaletten runterladen als PNG-Bild und dann wieder reinladen. Ich habe hier zum Beispiel eine davon und dann auch mit der konvertieren. Das sieht doch schon ganz nett aus, würde ich sagen. Gut, und dann kann man das zufügen. Dann haben wir hier eine History. Können wir nochmal eine Änderung machen. Und zum Beispiel wieder das alte Bild nehmen und von da nochmal eins machen. Vielleicht mit einer anderen Palette. Und das auch übernehmen. Und jetzt können wir gucken, was uns am besten gefällt. Das oder das. Nehmen wir das und speichern das mal ab. Und da ist es. Gut, also das wollen wir erreichen heute in diesem Kurs. Und ich würde sagen, da fangen wir einfach mal an. Gut, dann sind wir jetzt hier in Unity. Ich habe hier jetzt nur das Projektfenster offen, alles andere brauchen wir eigentlich hier gar nicht. Das Scene und Game, ist ja egal, Hierarchie brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wir machen nämlich ein Editor-Skript allein, wir haben mit Runtime nichts zu tun, wir machen kein Spiel, nichts, ne? Also brauchen wir, wie gesagt, höchstens hier das Projektfenster. Wir machen uns ein Skript, also Create, also rechts Create C#-Skript und dann nennen wir das Ganze Image Editor. Und dann öffnen. Also ganz am Anfang müssen wir zum ersten Mal hier überhaupt die Klasse ändern. Wir haben nicht mehr Mode Behavior, sondern wir haben von Editor Window, müssen dann den Namensraum Unity Editor dann auch haben. Jetzt brauchen wir die Methode Static Void Init. Die stellt uns Editor Window Klasse zur Verfügung hier. Und in der müssen wir jetzt dafür sorgen, dass man dort das Fenster öffnen kann. Zuerst müssen wir noch ein Attribut hier hinzufügen, und zwar das Menu Item Attribut. Da geben wir jetzt an den Menüpunkt, also im Unity Editor müssen wir den Menüpunkt angeben. Ich würde die Spalte Window nehmen und dann unsere Anwendung heißt dann einfach Image Editor. So, jetzt müssen wir das Fenster anzeigen lassen. Das geht folgendermaßen, also Image Editor, Editor Window ist gleich Get Window Type of Image Editor und dann Show. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Wenn wir das jetzt speichern und zurück zu Unity gehen und dann unter Window müssten wir unseren Image Editor finden. Da ist er auch. Das öffnen, dann kriegen wir ein neues Fenster. Bei mir wird es ja auf einem anderen Bildschirm dargestellt. Da ist es. Das können wir hier hinzufügen, wie wir wollen. Wir können es einzeln haben. Also wie ein ganz normales Fenster, was ihr auch kennt. Okay, also das hätten wir jetzt. Und da spielt jetzt die Musik. Da machen wir jetzt unsere UI. Da müssen wir zurück. So, als erstes werden wir uns mal oben in so eine Art Hilfstext anzeigen, was der Benutzer machen soll. Ja, so eine Helpbox. Das ist so, dass wir hier eine Methode von Editor Window von der Klasse haben. Das können wir hier mal wegmachen. Update und Start brauchen wir wahrscheinlich nicht. Start gibt es ja auch gar nicht in der Editor Window Klasse. Okay, und wir brauchen hier die Private Void
OnGUI. Und in der gestalten wir jetzt im Grunde unsere Oberfläche, wobei wir natürlich manche Sachen auch auslagern werden in Methoden, aber die werden dann halt hier von OnGUI aufgerufen. Machen wir mal den Kopf, also dieses Help-Fenster. Es gibt verschiedene Positionierungsmöglichkeiten, also man kann das fest positionieren, man kann sagen, mit Rect an welcher Stelle, wie groß irgendein Bedienelement sein soll, oder man kann das mit so flexibel machen, ja, und wir versuchen hier, also ich versuche mit euch, das hier möglichst flexibel zu machen, also dass, wenn auch das Bild, der Bereich, der Arbeitsbereich kleiner wird, dass sich das dann entsprechend anordnet und so weiter. Und ich nehme hier die Editor GUI Layout Klasse hauptsächlich. Und da ist das hier die Helpbox. Wenn wir uns das jetzt angucken kurz, jetzt haben wir hier oben über den ganzen Bildschirm so eine Helpbox, die uns sagt, wir sollen hier ein Bild auswählen zum Bearbeiten. Dann als nächstes machen wir uns ein bisschen Luft zum, zum nächsten Bereich hin, und das geht mit Space. Jetzt machen wir uns so einen horizontalen Bereich, also wo wir dann später drin Buttons und so weiter anordnen können, die dann horizontal angeordnet werden. Und zwar ist das GUI Layout Begin Horizontal, fängt es an, und dann GUI Layout End Horizontal hört es dann auf, dieser Bereich. Hier habe ich das, und mit diesem GUI Layout Width, Position Width, stellen wir sicher, dass diese Box über die ganze Breite der Auswahl geht. Dann brauchen wir natürlich Inhalt. Und jetzt würde ich sagen, lagern wir schon mal ein bisschen was in anderen Funktionen aus, weil das sonst zu viel wird. Wenn wir das alles jetzt hier bei OnGUI reinpacken, dann sind wir da ja nicht mehr durch. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns eine Methode. Und das wird das erste, das GUI-File sein. Und dann machen wir uns eine Void GUI-File. Da kommen jetzt die Bedienelemente rein, die für die Auswahl der Datei und so weiter zuständig sind. Also das hier, ich blende das kurz mal ein, dieser Bereich, der wird jetzt der GUI-File-Bereich werden hier. Diese 3 Button, 1, 2, 3, ne? Und dieses Bild, was die Vorschau darstellt. Und da machen wir jetzt eine Vertical Box rein, also wieder End und, also Beginn und End, und dazwischen kommen jetzt unser Inhalt, unsere Buttons und so weiter. Also wir brauchen einen Lade-Button, wir brauchen einen Save-Button und wir brauchen dieses Bild. Das ist jetzt unser Ladebutton zuerst mal. Hier ist schon eine Variable vergeben, eine Bool, die es noch gar nicht gibt, die müssen wir noch machen. Und hier ist der Button, der hat die Beschriftung Load Image und da ist 150 Pixel breit. Und wir müssen jetzt, wie gesagt, hier noch dieses Bool überhaupt erstmal machen. Das können wir hier oben. File, jetzt kommen die Sachen, die alle zu dem File-Geschichte gehören, also die Variablen, die Felder dazu, die Member. Und das wäre als erstes mal unser Bool Load Image. Dann können wir gleich mal weitermachen. Was brauchen wir noch? Bool Save Image natürlich. Und wir werden dann noch ein Apply brauchen, also Bool Apply, wo wir die Änderungen jeweils immer dann also dem Bild zufügen. Und dann werden wir natürlich mache ich ganz hoch hier, einen String brauchen für den Dateipfad von dem Bild nachher. Und der ist dann erstmal natürlich leer. So, dann kommen halt noch jetzt die anderen Button dazu. Ich mache das jetzt einfach mal hintereinander. Hier habe ich jetzt schon eine Variable mit eingebaut, und zwar das Image Original. Die gibt es noch nicht. Das wird die Textur sein, die wir bearbeiten. Also die wir zuerst reinladen und dann bearbeiten. Die müssen wir uns also erstmal machen. Dann gehen wir nochmal hoch, machen wir zu den Feldern hier und machen uns hier nochmal einen Bereich mit Textures. Da wird es das Texture 2D Image Original geben und dann das Texture 2D Image Result, würde ich sagen. Natürlich müssen wir checken hier, ob das Image Result, das Original und gleich null ist, ne? Sonst haben wir ein Problem.
Das Bild wird 150 mal 150 groß sein. Da wird ein Button drunter sein mit Apply Changes, ein Button mit Save Image. Die Button sind 150 und wir sehen jetzt natürlich kein Bild, aber die 3 Button sollten schon da sein. Da sind sie, ne? 2 Button sind es. Der dritte Button ist auch noch in der if-Bedingung drin, denke ich. Ja, also der Button ist auch noch drin hier. Weil wenn kein Bild da ist, dann brauchen wir auch keine Änderungen hinzufügen. Das macht keinen Sinn, ne? Eigentlich können wir auch das Save-Image damit runternehmen, weil auch das macht hier an der Stelle noch keinen Sinn. Und dann ist hier noch ein Space dazwischen, ein bisschen Abstand von oben. Dann machen wir mal weiter mit der UI. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die UI und danach die Funktionalitäten. Gehen wir mal hier wieder hoch. Jetzt haben wir hier GUI File. Jetzt würde ich sagen, da kommt dann als nächstes das GUI Tools oder so. Also wieder Void GUI Tools. Gut, und da können wir uns oben auch erstmal eine Message machen, beziehungsweise wir machen uns auch ein Scroll View, dass, wenn der Inhalt größer wird, dass wir das dann scrollen können. Also zuerst mal ein Scroll View und darunter eine Message Box, ein End Scroll View und dann haben wir hier die Scroll Position Controls. Also dieser Wert hier, das ist ein Vektor 2, der gibt an, wie das Scroll View an welchen Werten das steht. Ja? Also hier ist ja auch so ein Scrollrad, ne? Und das ist dann einmal der eine Vektor, der eine Wert ist die horizontale und der andere die vertikale. Und wie gesagt, das ist ein Vektor 2. So, und jetzt haben wir hier die Tools-Box, aber da ist noch nicht viel drin. Das müssen wir jetzt noch machen. Gut. Gut, als nächstes machen wir uns so ein Foldout, heißt das. Das ist so ein Klappmenü. Gut, dann haben wir hier das Foldout und da gibt es wieder ein Bool mit Convert Pixels Open habe ich es genannt. Also hier stellen wir fest, wann das geöffnet ist oder nicht. Wenn das geöffnet ist, dann zeigen wir was an. Und ich würde sagen, auch das werden wir auslagern und zwar in eine andere Methode, sonst wird es ein bisschen viel. Und dann braucht man natürlich die boolische Variable hier oben noch. Convert Pixels Open. Und dann können wir uns hier GUI Foldouts machen. Wie gesagt, das Tool wird erweitert werden. Von daher können wir das gleich so ein bisschen so vorbereiten, als ob da noch ein Haufen kommt, weil da wird noch ein Haufen kommen. Also GUI Foldouts. Okay, dann haben wir hier Bool Convert Pixels Open. Und jetzt rufen wir GUI Convert Pixel Foldout auf, wenn das geöffnet ist, ne? Also wenn es true ist, der Wert. Können wir mal testen. Wobei wir da jetzt noch nicht allzu viel sehen werden. Na, wir machen mal noch Inhalt. Also was brauchen wir? Ich würde sagen, erstmal machen wir ein bisschen Rand nach oben. Also GUI Layout Space wieder. Machen wir uns schon mal ein Feld und zwar also wir müssen ja, wenn wir die Pixel konvertieren, dann müssen wir ja irgendwie eine Palette haben, wo wir die Farben quasi dann bestimmen, die getauscht werden sollen. Das Bild wird ja dann quasi vereinfacht. Es wird eine bestimmte Farbpalette nur noch genommen dafür und die Pixel werden vergrößert und so weiter. Das gucken wir uns dann an, wie wir das am besten machen. Aber auf jeden Fall werden wir eine Farbpalette brauchen. Und die, würde ich sagen, machen wir uns jetzt. Also hier machen wir hier mal so Create. Und hier kommt jetzt der Inhalt rein. Dann machen wir jetzt erstmal ein Label, das heißt also ein Text, den wir da anzeigen wollen. Und ich nenne das jetzt hier mal Colors und setze die Breite hier mal fest auf 70. Dann brauchen wir die Anzahl der Pixel, die wir verwenden wollen. Das ist jetzt hier ein Slider, der hat einen Wertebereich von 2 bis 64, also von zwischen 2 und 64 verschiedene Farben wollen wir dann verwenden können, maximal 64 eben. Und dieses Color Count Pixel, das müssen wir jetzt nach oben natürlich noch deklarieren. Und da würde ich jetzt hier noch so einen Bereich hinzufügen und den nennen wir mal Pixel Convert Tool oder so. Also Variable ein Integer
Color Count Pixel, also nicht Cont, sondern Count. Und wir setzen das auf standardmäßig 16 Farben. Gehen wir mal runter. Jetzt sollte hier kein Fehler mehr sein. Dieses Flexible Space, das macht je nachdem, wie viel Platz dort ist, dann so ein Zwischenraum. Da kommt jetzt nämlich noch mehr. Ich habe das hier schon reingesetzt und das passt sich dann entsprechend an. Also wir haben jetzt hier auf die ganze Breite hier oben erstmal so eine Box mit Tools und hier können wir das jetzt aufklappen und da kommt unser Slider Colors. Mehr haben wir jetzt noch nicht. Können wir wieder zuklappen. Also wir machen jetzt noch 2 Button dazu, um die Farbpalette einmal zu erzeugen und um eine Farbpalette auch zu laden, habe ich gedacht, also von einem anderen Bild. Also jetzt haben wir die beiden Boolschen Variablen, Color Random Palette und Load Color Palette und Button, einmal Random Colors, einmal vom PNG-Image, also das laden wir dann und die Breite ist fest auf 100 von so einem Button und dieses Flexible Space, das hält jetzt quasi so einen Abstand und drückt jetzt quasi den Slider und diese Button hier immer so auseinander. Beiden Boolschen Variablen dann noch richtig machen. Also müssen wir hier erstmal dafür sorgen, dass es die überhaupt gibt. Also Bool. So, da habe ich die jetzt, die beiden, und ich habe ja auch gleich noch eins hinzugefügt, und zwar Create Pixel Image. Das wird nachher für einen Button sein, dass wir dann da drücken können und dass dann das Bild umgewandelt wird. Das werden wir also gleich brauchen noch. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Hier haben wir jetzt den Slider mit den Farben. Da haben wir hier dieses Random Colors und das vom PNG-Image. Und wenn ich jetzt das hier kleiner ziehe, das Fenster, dann seht ihr, passt sich das an. Also es hält sich also die beiden Button halten sich rechts, solange bis sie keinen Platz mehr haben, dann schiebt sich der Slider zusammen und irgendwann ist dann halt mal zu wenig Platz insgesamt und dann geht die Scrollbar auf. Jetzt braucht man natürlich die Farbpalette, ne? Jetzt kann es ja sein, dass die Farben halt so viele sind, dass die nicht dargestellt werden. Deswegen wäre es gut, wenn wir auch so ein Scroll-View hätten und dann eben noch so eine Horizontal-Box dann rein dort. Also so. Und natürlich das Editor GUI End-Scroll-View noch. Ne? Drücke ich das ein bisschen ein hier. Und hier können wir noch rüberschreiben, was wir hier machen wollen. Nämlich hier ist das die Color-Palette dann. Und diese Variable braucht man natürlich noch, ist wieder ein Vektor 2 für die Position von dem Scroll-View. Uns die hier kopieren und hier rein und Vektor 2. So, und hier brauchen wir jetzt natürlich noch unsere späteren Farbwerte. Und da wir natürlich nicht wissen, wie viele sind das und so weiter, müssen wir erstmal mit einer Schleife machen, ist klar. Erstmal nur checken, ob diese Colors, würde ich sagen, nennen wir sie, also oder Pixel Colors vielleicht. Also if Pixel Colors, das gibt es ja natürlich noch nicht. Das Pixel Colors wird also eine Liste sein mit Farben drin. Und jetzt brauchen wir natürlich eine Vorschleife, also for, Doppeltab. Und da haben wir das Colors Count, also das Pixel Colors meine ich, Entschuldigung. Okay, das müssen wir jetzt natürlich erstmal machen. Nämlich da oben noch eine Liste. Können wir hier bei Pixel Convert Tool dann mit reinmachen. Und zwar wird es eine List Color sein. Und die haben wir genannt, Pixel Color genannt. Ne? Colors. Gut. Ja, macht Sinn, ist ja auch eine Liste. Ne? Also mehrere. Gut. Pixel Colors. Also if Pixel Colors und gleich null. Sonst geht hier nichts. Und jetzt soll man natürlich auch das ändern können. Also den Wert.
wir erzeugen natürlich die Palette, aber der Benutzer soll auch die Farbe noch verändern können. Deshalb setzen wir die Farbe hier noch durch dieses Color-Feld, also Pixel Colors i ist gleich, das Color-Field gibt dann dieses Color, Pixel Color meine ich, nicht Color, Pixel Color i zurück. Beziehungsweise das ist der Value, das ist nicht der Rückgabe. Hier ist der Rückgabewert. Das ist der Value von dem Feld. Jetzt gibt es natürlich noch nichts zum Anzeigen, weil wir keine Farbpalette haben. Pixel Colors wird null sein. Von daher wäre es jetzt vielleicht sinnvoll, wir machen jetzt doch abweichen von meinem ursprünglichen Plan, doch schon mal ein Skript, damit wir mal was sehen. Und zwar werden wir diese Palette schon mal kreieren, ja, die wir dann anzeigen wollen. Ne? Zuvor mache ich hier noch eine Region, damit wir das ein bisschen auseinanderhalten können, was hier was ist. Und dann würde ich hier eine Region machen. Und End Region ist dann hier. Und dann machen wir hier eine Region mit Color, Pixel Convert oder sowas. Ja? Pixel Convert Functions. Also so habe ich mir das dann vorgestellt. Die Methode heißt Create Random Color Palette, die gibt eine Liste Color zurück. Also hier wird die lokale Liste Colors erzeugt, dann wird eine zufällige Farbe hinzugefügt. So viel Farben wie Color Count Pixel, also unser Slider oben, angibt. Und das Ganze wird dann zurückgegeben hier. Ne? Gut, und dann würde ich sagen, das machen wir einfach immer, wenn die Liste Pixel Colors leer ist. Also diese Liste hier oben, diese Liste hier, Pixel Colors, wenn die leer ist oder nein, dann wird sie zufällig gefüllt. Und dazu gehen wir zu OnGUI. Also, wenn Pixel null oder leer, also Count 0, dann Create Random Color Palette. Ich habe die Funktion oben benannt in Create Random Color Palette. Hier unten vorher hatten wir nur Create Color Palette. Okay, und dann müsste das normalerweise, wenn wir jetzt in Unity gehen, müsste uns schon eine Liste angezeigt werden. Da ist sie, ne? Wenn wir das öffnen, dann haben wir hier eine zufällige Liste mit 16 Farben. Und jetzt wollen wir natürlich die Liste hier ständig random verändern, wenn wir hier auf Random Colors drücken. Und dazu müssen wir den Button dann noch auswerten und die Funktion ebenfalls anstoßen. Ne? Gehen wir zurück. Und ich würde sagen, wir machen uns hier unten eine Methode. Und zwar void on button pressed. Und in dem on button pressed haben wir jetzt if create color palette, also das Bool von dem Button. Und dann ist Pixel Colors gleich Create Random Color Palette. Und wenn wir das jetzt probieren in Unity, dann sollte sich die Palette ändern. Tut es auch, ne? Wenn wir die Farben verringern, haben wir 2 nur. Genau, das passt. Ja, wenn wir gleich dabei sind, dann machen wir doch gleich die Funktion vom PNG-Image auch. Also eine Palette aus dem PNG-Image erzeugen. Aus einem PNG-Image erzeugen. Also machen wir uns hier unten eine Methode drunter. Die gibt auch wieder eine Liste zurück und heißt Create Color, Create Palette vom PNG-Image, würde ich es nennen. Create. So, und jetzt brauchen wir natürlich zuerst mal, wo holen wir das Bild? Ja, also wir brauchen einen Pfad von dem Bild.
da gibt es die Editor Utility Klasse, die gibt uns so ein Panel, also sie macht uns so einen Dialog auf, wo wir einen File aussuchen können und so weiter. So, also hier haben wir jetzt das Open File Panel. Wir setzen hier einen lokalen String. Hier, das erscheint in dem Fenster unten als Anleitung für den Benutzer und hier ist die Art vom Bild, ja, das Dateiart, Dateiformat. Und jetzt müssen wir natürlich checken, ist da überhaupt was drin? Also wir nutzen hier die Methode is null or empty von String und wir gucken ist null or empty der Path, also ist er null oder leer. Ja? Okay, dann brauchen wir den Inhalt des Files, weil war File Content ist gleich file.readAllBytes und dann der Path. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich hier File noch nicht haben. Das wird bei euch noch rot unterkringelt sein. Es liegt daran, dass ihr vielleicht oder wahrscheinlich den Namensraum System.io für Input-Output noch nicht drin habt in dem Projekt. Das müssen wir noch reinmachen. So, jetzt haben wir also den Inhalt als Byte-Array und jetzt wollen wir daraus eine Textur machen. Texture nenne ich das jetzt. Lokale Variable ist gleich New Texture to D. Ich mache jetzt einfach eine Textur von 1x1. Das ist egal. Mit einer anderen Methode wird dann der Inhalt von dem Bild reingeschrieben. Ja? Also, das ist dann die Texture.loadImage. Und da kommt jetzt einfach der File-Content rein von oben, also der Byte-Array. So, jetzt haben wir eine Textur und die Textur müssen wir immer Apply machen, damit die Änderung da übernommen wird. Sonst, wenn wir das nicht tun würden, dann wäre nach wie vor hier einfach ein Texture von 1x1 mit der Standard grauen Farbe drin. Jetzt holen wir uns die Farben aus dem Texture. Das geht mit getPixels. Also wir machen uns eine Liste, ein Array von Farben ist gleich texture.getPixels. So, jetzt haben wir das Color Array. Das könnten wir jetzt natürlich schon in unser hier zurückschieben, ja, als Rückgabewert, aber dann hätten wir bei einem großen Bild dann da sehr viele, das wollten wir ja gar nicht haben. Also müssen wir das begrenzen. Und jetzt gibt es eine Sache, die muss man sagen, wenn wir das jetzt so machen, dass wir jetzt einfach hier eine Liste füllen mit diesen ganzen Farben da, beziehungsweise wir haben ja schon ein Array, wir könnten jetzt einfach hier casten auf eine Liste, dann hätten wir die Sache hier schon erledigt, aber wir hätten dann natürlich doppelt und dreifache Farben unter Umständen, wenn die da mehrfach drin sind im Bild, was sehr wahrscheinlich ist. Ne? Okay, aber das wollen wir nicht, also müssen wir dann einen anderen Datentypen nehmen und zwar nehmen wir das Hashset. Und bei Hashsets, da gibt es dann keine doppelten. Also Hashset C ist gleich New Hashset Color und dann for each, also for each Doppeltab und dann Item in C, in Colors. Okay, und dann einfach c.add, ne? Add und dann das Item. So, und jetzt wollen wir natürlich auch alle füllen, aber wir wollen das ja begrenzen. Nämlich wir wollen nur die Farben, die bei unserem Slider eingestellt sind, also die maximale, ja. Und dann müssen wir natürlich vorher hier sagen c_count, also c.count gleich color count Pixel, also die Anzahl, die maximale, dann ist hier Schluss. So, jetzt müssen wir das natürlich zurückgeben und da braucht man natürlich erstmal hier oben noch eine Liste, die wir zurückgeben. Okay, color list gleich to list color und dann ist das eine Liste, das ist hier ein Array und hier müssen wir dann natürlich dieses C von hier müssen wir dann noch casten und zwar colorlist ist gleich c.toList.
Okay, da sagt er hier, dass das nicht geht. C ist das Hashset und man kann nicht ein Hashset in... Nee, gibt's da nicht. Moment. Okay. Also, wir brauchen einen Link. Werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Schmeißen wir wieder raus. So, jetzt ist hier immer noch ein Fehler, und zwar, weil keinen Rückgabewert gibt. Und wir müssen natürlich hier Return Color List zurückgeben. So, jetzt haben wir das eigentlich hingekriegt, dass wir hier aus einem Bild uns die Farben holen, und zwar immer die Farben Color Count Pixel, die Anzahl dieser Farben. Ja? Und immer unterschiedliche Farben. Hier durften jetzt also durch das Hash-Set keine gleichen Farben drin sein. Gut, dann gucken wir mal, wie wir das jetzt unterbringen. Jetzt müssen wir natürlich wieder noch ein neues On-Pressed hier dazu machen, einen neuen Button. Und Pixel Colors ist dann wie haben wir die Methode genannt? Create Palette vom Image, ne? Vom PNG-Image. Vom PNG-Image war das. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Da muss man mal vorsichtig sein, ne? Mit dem, jetzt sollte das funktionieren. Bei sowas hier. Aber hoffen wir mal das Beste. Also, laden. Jetzt habe ich mir hier schon Paletten rausgesucht vorher. Die findet ihr auf Website. Ich zeige sie euch gleich. Da kann man dann so eine Palette runterladen als PNG-Image einfach. Und jetzt nehme ich einfach hier mal dieses und das haut hin. Ne? Ich habe jetzt zwar da oben 64 eingestellt, aber 64 hat die Palette eben nicht. Dadurch haben wir, das ist halt weniger. Wenn ich jetzt den 4 nur nehme und die nochmal lade, dann dürfte er mir normalerweise die ersten 4 geben. Das macht er auch. Okay. Wenn ich jetzt irgendein Bild nehme, und ich mache jetzt bewusst auch mal nur 4, sonst, oder, ne, wir machen mal 4. Wir nehmen mal alle 64 maximal, nehmen mal irgendein Bild von mir hier. Dann haben wir natürlich jetzt hier ganz viele fast gleiche Farben, aber die dürften nie ganz gleich sein. Also wenn wir uns das angucken hier sind zwar natürlich gleiche Farben drin gewesen in dem Bild, also hundertprozentig gleiche, aber durch das Hash-Set sollte das immer eine andere sein. Auf jeden Fall. Also es macht also nicht so viel Sinn, aus solchen Bildern mit so vielen Pixeln und so vielen verschiedenen Farben hier eine Palette reinzuladen, sondern das ist halt gedacht, entweder für Pixel-Images, die man schon hat, vorgegeben, meinetwegen aus dem Asset-Set oder selbstgemachte, und man will genau die Farben jetzt hier zum Konvertieren verwenden, dann ist es cool. Und wenn ihr natürlich von der Webseite so eine Palette runterladet, dann zeige ich euch noch, wo das ist kurz. Also hier auf losbeck.com, da könnt ihr hier so Paletten runterladen. Leute, die so Pixelart machen, laden hier ihre Paletten hoch und habt ihr hier Download. Ich nehme die mal hier. Und jetzt ist es eigentlich wurscht als was, aber einmal Pixel ist eigentlich völlig in Ordnung, weil mehr brauchen wir auf jeden Fall nicht. Kann auch 8-mal, nehmen wir 8-mal. Da kann man nicht besser rechtsklicken drauf und Grafik speichern unter. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, dann können wir uns die holen. Das war jetzt hier die letzte, Virtual Sky. Und das sind jetzt nur 5 Farben gewesen. Stimmt das? Ja. So, das geht also. Wir kriegen jetzt hier eine Palette, die wir laden. Und jetzt machen wir mal weiter. Wir wollen nämlich dann noch das mit dem Bild machen. Also, dass wir da aus unserem geladenen Bild nachher ein Pixel-Image kriegen. Ja? Und das ist eigentlich jetzt das Stichwort, unser geladenes Bild. Wir haben nämlich überhaupt noch gar kein geladenes Bild. Ich würde sagen, das machen wir zuerst mal jetzt, dass wir überhaupt ein Bild laden können, das wir dann bearbeiten können. Und dazu brauchen wir
eine neue GUI-Teil und das kommt hier in das OnGUI, zumindest mal der Aufruf kommt in das OnGUI. Dann hatten wir hier das mit den Pixel-Images. Da würde ich das hier dann unten drunter machen. Wir müssen natürlich jetzt erstmal ein Bild haben, das wir anzeigen können. Ja? Ich mache mal hier so ein Teil, Image Result. So. Und das Image Result, das haben wir ja schon, glaube ich, gemacht oben. Gucken wir mal. Da ist es, ne? Text2D, Image Result. Und jetzt gucken wir, if Image Result ungleich Null, dann haben wir ein Bild und wir können das dann natürlich auch anzeigen. Und das lagern wir uns natürlich, oder würde ich wieder auslagern in eine extra Methode, sonst wird das hier zu viel in OnGUI. Also GUI Result Image nenne ich die. Und die machen wir dann unten drunter. GUI Tools, GUI Foldout hatten wir. Ich klappe das mal zu hier. Und dann machen wir da drunter noch Void GUI is Result Image. So, und da brauchen wir jetzt natürlich die UI dafür. Und die habe ich mir so vorgestellt. Wir müssen die Variablen jetzt dann noch machen. Also oben haben wir einen Scale Slider. Der ist wieder in einer Horizontal Box. Das drücke ich hier noch ein, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Und das auch, das gehört in die Horizontal Box. Dann haben wir hier die Variable Scale, die von dem Slider kommt. Und der Slider hier ist 200 breit. Und hat ein Label davor, wo Scale dran steht. Ne? So, und dann ist hier unten das Result Image. Das Scroll Position Images, das müssen wir noch machen. Habe ich hier Scroll Position Images, würde ich nenne es mal um in Result Image. Und das ist jetzt wieder ein Scroll View und hier ist das End Scroll View, sodass wir, wenn das Bild so groß ist, dass es dann eben scrollen können, hin und her scrollen können. So, und das Ganze ist in einem GUI Layout Label und hier ist halt die Breite. Also im GUI Layout kann man immer Breiten als Layout-Angabe angeben, also GUI Layout.width, GUI Layout.height. Und hier ist dieses Image Result Width, also das Bild, was wir anzeigen wollen, mal Scale, damit wir skalieren können. Und Scale ist hier auch maximal 1, also zwischen 0,1 und 1. Jetzt müssen wir die Variablen noch oben deklarieren in den Feldern. Und das wäre einmal dieses Scroll Position Result Image. Das kopiere ich mir mal raus. Das Scroll Position Result Image können wir hier bei den GUI Scroll Positions mit einbauen. Das wäre wieder ein Vektor 2. So, und dann haben wir noch das Scale. Ich mache es hier mit dazu. Das Scale bei File. Okay. Jetzt sehen wir natürlich da noch nichts, weil wir haben ja hier Null davor. Ja? Also das wird hier wohl würde schon aufgerufen, wenn das nicht Null wäre. Unser GUI Result Image. Aber wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir überhaupt was laden können. Das heißt, wir brauchen eine Methode, die jetzt ein Bild lädt. So was Ähnliches haben wir schon gemacht gerade, nur dass wir es eben jetzt anzeigen müssen. Ne? Und ich würde sagen, da machen wir uns ein extra Region, also mit File-Funktionen, also laden und speichern. Und da brauchen wir jetzt eine Methode, die wir uns jetzt schreiben müssen natürlich. So, dann haben wir hier das Load Image. Das haben wir ja gerade schon mal gemacht. Das ist das gleiche in grün im Grunde wie das hier unten, dieses Create Color Palette vom Image. Deswegen habe ich jetzt das nicht mal so detailliert hier vorgeführt. Der einzige Unterschied ist, dieses File Path, was wir oben als Variable haben, habe ich hier noch mit zugewiesen, damit wir uns den Pfad merken fürs Speichern später. Ansonsten ist es genauso, wenn das hier nicht null or empty ist, dann wird das Bild geladen und dann machen wir erstmal eine 1x1 Textur und dann mit Load Image wird der File Content als Byte Array da eingegeben in die Load Image Methode und da kommt der Textur zurück, also beziehungsweise die Textur wird hier gesetzt, hergestellt und wir müssen noch Apply machen, damit der Änderung übernommen wird von unserer 1x1 Textur und dann müsste oben
unser Image angezeigt werden, wenn wir das tun jetzt. Jetzt gehen wir mal in Unity. Ah ne, noch nicht. Wir müssen erst dieses Load Image ja noch aufrufen. Das heißt, in unsere OnButtonPressed-Methode muss jetzt hier noch das Load Image rein. Ich würde das hier als erstes oben drüber nehmen, weil es auch der erste Button ist. If Load Image, also das Bool Load Image oben vom Button und dann Load Image, die Methode aufrufen. Gut, und wenn ich jetzt Load Image mache, das Fenster geht auf, jetzt kann ich mir irgendwas suchen. Da, und jetzt haben wir hier in dem Fall ein Bild von einem Mobilspiel von mir angezeigt. Und das Apply Changes und das Save Image, das erscheint schon, das hatten wir schon drin, aber es macht natürlich jetzt noch nichts, ne? Jetzt müssen wir erst noch das Resultatbild da unten anzeigen, also das Bild, was wir dann bearbeiten wollen. Das ist ja hier nur die Vorschau immer auf die Bearbeitung, ne? Okay, das heißt, wir brauchen jetzt noch dieses Result Image, was wir schon angelegt haben. Ich gehe da mal hin. Eine Texture 2D Result Image und wir haben auch schon, glaube ich, das Result Image hier verarbeitet. Ja, da. Also if Image Result gleich null, dann GUI Result Image. Und das haben wir hier auch schon angelegt. So, jetzt heißt es eigentlich nur noch zuweisen. Also wir müssen hier eine Textur zuweisen. Jetzt haben wir noch eine Sache und zwar, wir müssen die Textur kopieren. Wir können jetzt nicht einfach sagen, Image Original ist, also Image Result ist gleich Image Original. Dann ist es auch so, dann sind es die gleichen Texturen und das wäre natürlich schlecht, weil wenn wir dann bei dem einen was ändern, ändert sich es beim anderen mit, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja zwei verschiedene haben. Also das heißt, wir müssen die jetzt kopieren. Und das machen wir mit Graphics.copyTexture. Image Original ist die Quelle und Image Result ist das Ziel. Jetzt müssen wir natürlich das nochmal aufrufen hier. Und wir kriegen ein Problem. Called with null destination. Also Image Result. Die Textur ist noch null. Das heißt, wir müssen die natürlich erst noch machen. New Texture 2D und dann nehmen wir die Größe vom Image Original. Da ist es, ne? Okay, jetzt haben wir das Bild kopiert und wenn wir jetzt hier dran was ändern, ändert sich natürlich das Bild hier nicht mit, ne? Und das wollen wir. Mal gucken, es müsste mit jedem Bild gehen. Ist auch so. So, und die Skalierung funktioniert auch. Okay, super, ne? Sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und als nächstes kommen wir jetzt schon in den Bereich, dass wir dieses Bild hier umwandeln wollen. Also, dass wir dieses Convert to Pixel jetzt dann schreiben müssen. Dann machen wir uns erstmal wieder den UI-Teil. Gehen wir also zu dem Teil GUI Convert Pixel Foldout. Und dann käme jetzt hier noch der Bereich für dieses Konvertieren. So, das habe ich mir so vorgestellt, dass wir zuerst müssen wir natürlich gucken hier, Pixel Colors, ob das ungleich null ist. Weil dann brauchen wir nicht konvertieren, ne? Wenn da keine Farben wären. Kann zwar kaum sein, aber besser checken. Dann ist hier die Horizontal Box. Die kann man gleich nochmal einrücken. Da haben wir erstmal ein Label Pixel Size. Dann haben wir hier den Pixel Size Slider. Da kann man einstellen, wie groß der Pixel zum Konvertieren sein soll. Dann ist hier ein Flexible Space, damit der Slider rüber gedrückt wird, weg von den Button. Und hier ist dann halt der Button Convert to Pixel Image auf 203 Breite, weil hier oben diese beiden Button, die sind direkt oben drüber und die sind 100, 100 und dann ist dann ein kleiner Abstand dazwischen, also 203 ungefähr müsste es passen. Und der Button hat hier Convert to Pixel Image noch als Bezeichnung. Gucken wir uns das mal an in Unity. Und da sind sie jetzt, ne? Also wir haben jetzt hier die Pixel Size zum Einstellen und können Convert to Pixel Image, aber da passiert noch nichts, ne? Ist ja klar, wir haben ja noch nichts.
Also wir brauchen die Methode und da würde ich jetzt eine neue Region machen. Obwohl, nee, wir haben hier Pixel Convert Functions schon drin als Region. Dann nehmen wir die auch. Mal hier oben drüber können wir jetzt noch eine neue Methode machen fürs Konvertieren. Gut, und die brauchen natürlich eine Textur. Ja, das ist Texture2D und das ist das Original. So, dann checken wir hier nochmal, wenn die vorsichtshalber, wird hier wahrscheinlich gar nicht mehr passieren, aber besser ist checken. Pixel Colors gleich null. Dann ist hier Schluss, ne? Also raus, return. Dann machen wir uns eine lokale Variable Texture, nenne ich mal Texture Pixel, und die ist wieder New Texture 2D. Und wir haben schon von oben das Texture Original, die Breite wollen wir natürlich gleich haben. So, also kurz zur Vorgehensweise. Wir laufen jetzt einfach durch das Bild durch, gucken den Pixel und gucken, was der für eine Farbe hat. Und dann vergleichen wir den mit unserer Palette. Und wir suchen immer den, der am nächsten dran ist an unserer Palette. Also an irgendeiner Farbe unserer Palette. Also wir wollen die Farbe haben dann, die die nächste Farbe ist zu unserem Pixel. Durch das Bild laufen wir folgendermaßen. Wir brauchen 2 Vorschleifen. Ich mache das jetzt einfach gleich mal. Also wir haben hier das Texture Original, Height und Width von oben, was wir reinbekommen. Und dann müssen wir feststellen, welche Farbe haben wir gerade. Also Color. Und dann nehmen wir mal hier als lokale Variable hier einfach C. Die brauchen wir nur kurz. Und das wäre dann Texture Original. Und dann gibt es die Methode getPixel. Und jetzt von wo getPixel? Ja, natürlich für X und Y, ne? Also vom Texture Original. Ja? Machen wir uns hier nochmal eine neue Farbe. Color New Color. Jetzt müssen wir checken, ob die Farbe eventuell transparent ist, dann tun wir nämlich gar nichts. Dann geben wir die Originalfarbe, also dieses Transparente, einfach wieder zurück. Ja? Also das heißt, if c.a für Alpha und gleich 0, dann tun wir was. Müssen wir dann noch gucken, was wir tun. Und else, dann ist einfach new color gleich c. So, soweit so gut. Und hier ist new color gleich, und jetzt müssen wir uns noch eine Methode machen. Ich würde sagen get newest color oder get newest, ja, get newest color. So, und in die Methode werden wir dann natürlich das Color geben müssen. Color ist also unsere Palette. Jetzt müssen wir die natürlich machen. Das tun wir mal am besten zuerst. Hier unten drunter noch Methode. Die gibt natürlich jetzt hier dann einen Farbwert zurück, ne? Nämlich Color wäre das dann. Und das wäre dann zuerst mal die Pixel Color, die Farbe, die Liste, ne, die wir da haben. Also dieses Pixel Colors da. Das ist ja eine Liste. Jetzt müssen wir gucken, was ist die nächste Farbe. Ja. Dazu machen wir uns noch eine andere Methode, und zwar eine, die uns die Distanz von der Farbe zu der Farbe zurückgibt. Also von Pixel Color zur Farbe in der Liste Colors. Und die gibt uns natürlich einen Float zurück. Rechnen wir die hier folgendermaßen aus. Das ist aus Wikipedia so, ja, 1:1. Das ist eine ganz einfache Art, eine Distanz zwischen Farben zu berechnen. Es gibt noch viele weitere, kompliziertere auch, aber ich habe das probiert, auch mit anderen noch, und das war wirklich die einfache, war wirklich eigentlich so ziemlich die beste auch. Also wir brauchen jetzt hier oben noch die beiden Farbwerte. So, und dann kriegen wir hier ein Float D zurück. So, und jetzt von der Vorgehensweise so. Wir nehmen jetzt die Pixelfarbe und vergleichen die mit der Farbe aus der Color Palette.
So, den Wert merken wir uns. Dann nehmen wir die nächste, merken uns und daraus machen wir uns eine Liste. Und am Ende lassen wir uns diese Liste sortieren und nehmen den Min-Wert, also den kleinsten Wert. Ja? Und dazu halt die Farbe. Und dann haben wir die Farbe, die am dichtesten dran ist. Also wir brauchen ein Sorted Dictionary. Und da haben wir einmal ein Float, nämlich diese Distanz, und ein Color für die Farbe. Das Ganze nenne ich mal Color Distance. So, und das ist dann New Sorted Dictionary mit Float und Color. Ne? Gut, dann machen wir eine For Each Schleife. For Each, Tap, Tap. Item in Colors. Das ist die Liste. Ne? Also diese Pixel-Farbenliste, die wir uns da zufällig oder vom Pfeil erzeugt haben. Jetzt machen wir uns ein Try, weil wenn wir gleiche Farben in die Sorted Dictionary reingeben, haben wir ein Problem. Okay, Color Distance. Und jetzt schreiben wir rein die Color Distance, also von der Methode da unten, die wir uns gerade gemacht haben. Color Distance. Und da geben wir rein einmal Item und einmal die Pixel Color, die wir bekommen haben. Ne? Gibt es da noch ein Problem? Achso, natürlich noch das Item. Ne? Also, wir speichern hier den Float-Wert von hier unten, vom Abstand der Farbe und die dazugehörige Farbe von Colors. Ne? So, das haben wir jetzt gespeichert und dann lassen wir uns das Ganze sortieren. Also wir holen uns jetzt die niedrigste Farbe, ja? Also den niedrigsten Float-Wert. Von dem wollen wir die Farbe. Okay, und das Ganze geben wir wieder zurück. C. Okay, jetzt haben wir schon noch ziemlich alles, was wir brauchen, würde ich sagen. Die Get Nearest Color, das funktioniert schon. Jetzt müssen wir natürlich die noch zuweisen. Also wir müssen jetzt die Pixel ändern. Ne? Wir haben jetzt hier die neue Farbe, die kriegen wir jetzt hier zurück. Und jetzt müssen wir die ändern. Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass wir ja auch eine Pixelgröße mit reinbringen wollten. Und jetzt machen wir es im Grunde genauso, wie wir es hier in Groß schon gemacht haben. Wir haben hier in Groß, sind wir durch die ganze Textur iteriert hier, durchgelaufen mit der Schleife. Und jetzt machen wir es aber nur für diesen kleinen Ausschnitt des Pixels. Also so. Dieses Pixel Size ist vom Slider oben, ne? Wo wir die Größe angegeben haben. Jetzt laufen wir hier durch diesen Bereich von Pixel Size, Breite und Höhe, ja? Horizontal, vertikal. Und setzen die Pixel plus horizontal und vertikal. Also dieses X, der Anfang, und dann plus horizontal und vertikal. Und da setzen wir die New Color. Die New Color ist entweder die aus der Palette, die dichteste, oder die Originalfarbe für den Fall, dass dort transparent ist, also Alpha 0. Und dann müssen wir natürlich noch am Ende bei Texture Pixel hier Punkt Apply machen. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Na doch. Also da müssen wir hier am Ende noch Texture Pixel Punkt Apply, also wir wollen das hinzufügen. Gut, und dann ist Result Image, oder Image Result haben wir es genannt. Image Result ist gleich Texture Pixel. Und das Ganze muss natürlich jetzt ausgelöst werden. Ich glaube, das haben wir noch nicht mit dem Button. Also hier, dieser Create Pixel Image, dieses Bool, das müssen wir jetzt noch da oben auswerten. Und zwar hier bei On Button Pressed. Also dadurch ist es jetzt so, dass wir jetzt quasi immer probieren können, ja. Image Original, wir konvertieren in Pixel, okay, gefällt uns, dann übernehmen wir es dann vom Result ins Original, ja. Oder eben nicht und wir machen nochmal und nochmal und nochmal, bis es uns gefällt und dann übernehmen wir es. Das Übernehmen müssen wir noch machen. Also die Methode fürs Übernehmen müssen wir noch schreiben. Aber jetzt müsste zumindest schon mal die Konvertierung funktionieren.
So, jetzt haben wir hier zwei Bilder. Und wenn ich jetzt Convert to Pixel Image mache, mit diesen 4 Farben hier bloß, mit 4 Pixeln und diesen Farben, dann haben wir es konvertiert. Sind jetzt halt sehr wenige Farben, 5 Farben, ne? Aber es funktioniert. So, und wenn ich jetzt hier ein bisschen, ich nehme mal Random Color mit 16 und mache das normal, dann wird es schon ein bisschen detaillierter. Wenn ich hier runter gehe auf 2 Pixel, dauert natürlich jetzt auch ein bisschen länger, weil man mehr rechnen muss, aber es wird detaillierter. Ne? Wenn man sich es jetzt zufällig hier mal mit 8 macht, Random Colors neu, Convert oder mal ganz groß, das ist dann aber eben schon sehr pixelig. Ne? Ich nehme mal ein anderes Bild, nehme mal sowas hier, das ist von dem Game Jam, wo ich mal mitgemacht habe vor kurzem. Nehmen wir das ein bisschen runter, dass man alles sieht. Und Convert. Ja. Also es funktioniert prima, würde ich sagen. Also ich bin zufrieden. Hoffe, ihr seid auch. Okay, gut. Jetzt haben wir aber noch eine Sache. Wir haben das noch nicht übernommen. Also wir können jetzt hier nicht das hier reinschieben in das Original und dann haben wir auch noch keinen Saven. Ne? Also wir können noch nicht speichern. Wir können noch nicht übernehmen. Und das müssen wir noch machen. Also Apply Changes und den Save Image Button, da müssen wir noch eine Funktion dranhängen. Ne? Und das machen wir jetzt als nächstes. Gehen wir wieder zurück in Unity. So, das würde ich hier bei File dann noch reinmachen. Also hier unten hatten wir ja die File-Funktion und da kommt Load, Save und Apply. Also Void Apply Changes. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir wollen noch eine History-Geschichte machen. Also wir wollen wieder rückgängig machen und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, wir kopieren. Ja? Also wir sagen jetzt nicht einfach hier Image Original ist gleich Image Result und so. Klar, das geht erstmal, aber es könnte sein, dass wir da Probleme kriegen mit der wieder zurück und so, ja, dass dann Texturen gleich sind und sich eine andere dann mitändern würde, wenn wir da was ändern. Und deswegen besser kopieren. Und jetzt müssen wir das Apply Changes natürlich noch aufrufen, also wieder mit in unserer onPressed, Button Pressed Methode hier, if apply und dann Apply Changes. Das geht, ne? Also, der übernimmt das jetzt. So, wenn ich jetzt hier was ändere, Random Colors, dann sollte sich die andere nicht mitändern. Ne? Wenn die jetzt gleich wären, hätten wir das Problem, dass, wenn ich jetzt die ändere, die sich dann mitändert. Ne? Das sollte also nicht passieren und das passiert auch nicht. Jetzt müssen wir das Ganze speichern. Ja? Also wenn wir jetzt hier wieder Apply machen, dann sollte das wieder angenommen werden. Gut, passt. Jetzt müssen wir es noch speichern. Also Save Image Methode müssen wir noch machen. Die können wir hier auch einfach reinmachen bei den File Functions. Hier unten drunter bei Save Image. Also hier noch eine Save Image Methode rein. Save File Panel. Jetzt müssen wir gucken, dass das Ding wieder nicht empty ist. So, und jetzt brauchen wir die Bytes, die wir schreiben wollen. Und das Image Result wollen wir ja schreiben. Ne, Image Result wollen wir nicht schreiben. Wir wollen Image Original schreiben. Wir haben jetzt hier nur PNG. Habt ihr gerade gesehen, da gibt es auch JPEG und so weiter, wenn ihr das noch zufügen wollt. Könnt ihr ja machen dann. Und diesmal schreiben wir Write all Bytes. Nicht lesen, wie vorhin. Und unseren Pfad brauchen wir. Probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Also wir haben jetzt hier das Image schon. Dann saven. Das kann noch nicht gehen, weil wir haben es ja noch gar nicht zugewiesen. Ne? Also wir haben da die Methode Save to File noch gar nicht aufgerufen hier. Ne? Da müssen wir wieder hier
Apply if. So. Aber jetzt. Ich nenne es mal einfach Test. Speichern. Gut. Fehler gab es keine. Nochmal aufmachen. Letzte Test. Anscheinend wurde die Datei verschoben oder umbenannt. Okay, also irgendwas ist ein Problem. Ich sehe es jetzt auch hier. Natürlich nicht. Ne? Also wenn der nicht leer ist, dann machen wir was. Ja? So, jetzt gucken wir mal. Test, Test. Da ist es. Ne? Also es funktioniert. Und das ist auch das gleiche Bild. Naja. Nö. Ist es nicht. Da müssen wir nochmal testen. Also, wir machen Apply Changes, dann haben wir das. Save. Also nochmal ein Test. Ich lade ein Bild. Nehme jetzt mal ein anderes. Dann konvertiere ich. Dann mache ich Apply. Dann speichere ich. Test. Speichern. Und wieder rein. Das speichert nicht das gleiche Bild. Ist ja kaputt. Irgendwas anders. Wir machen uns ein alternatives Copy Texture zum Testen. Also wir machen uns jetzt selbst ein Copy Texture. Dann haben wir hier eine neue Textur Texture Out. Die nimmt die Größe von Texture In an. Und dann machen wir das gleiche, wie wir vorhin gemacht haben, mit dem Durchlaufen von der Textur, dass wir einfach mal Breite, mal Höhe mit einer Vorschleife durchlaufen und dann immer den Pixel einfach nehmen und reinschreiben. Also so. Also quasi wird durch die Textur gelaufen und dann Color C rausgeholt mit Get Pixel und in die neue Textur reingeschrieben. Und am Ende müssen wir das natürlich zurückgeben, das Ganze, also Return Texture Out. Ne? So, jetzt müssen wir das noch ein bisschen umändern hier. Graphics kommt natürlich weg. Ist gleich Copy Texture Image Result. Und dann Image Original. Punkt. Apply. Load Image machen wir es dann auch, wenn wir schon das Copy Texture hier selber jetzt geschrieben haben. Dann ist Image Result ist gleich Copy Texture Image Original und Image Result. Okay, jetzt testen wir das Ganze nochmal, ob das jetzt anders ist. Ich hoffe es mal. Das da. Und konvertieren. Nehmen wir mal ein ganz anderes. So, okay. Jetzt Apply. Gut, haben wir das. Das sieht erstmal genauso aus auf jeden Fall. Und wenn wir das jetzt safen, dann jetzt haben wir das Original, ne? Das passt. Ja, irgendwas haut da nicht hin. Mit dem Texture-Format, irgendwas wird da geändert oder wir könnten das wahrscheinlich auch mit der Graphics Copy Texture regeln, ja, aber ich weiß jetzt auch nicht genau. Jetzt haben wir alles im Grunde. Wir können konvertieren. Wir haben das Laden, wir haben Random Palette. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist das mit der History, ja. Also wir wollten ja hier am Rand noch einen Verlauf mal, eine History machen, dass man da wieder zurück kann, ne? Wir brauchen also eine Liste, wo wir die Texturen reinspeichern können. Ich mache hier oben bei den Feldern, mache ich noch History dazu. Und dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal die UI davon. Da werden wir das auch wieder in so ein Scroll-View machen. Also brauchen wir in Vektor 2 eine Liste mit der Textur. Also List Texture 2D. Ja, könnten wir noch einen Wert nehmen.
der uns die Länge von der Liste maximal diese Länge können wir dann nehmen. Ja? Also maximal so und so viele Texturen können wir drin speichern in der Liste. Okay, alles klar. Und jetzt geht's weiter. Ziemlich langes Tutorial heute. Ich hoffe, das passt so. Ihr könnt mal reinschreiben in die Kommentare, ob euch das zu viel ist, ja, so lang. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt gut wird, das zu splitten hier. Von daher, ja, sagt mal was dazu vielleicht. Letzter Schritt, wir brauchen eine History und da müssen wir erstmal hier, also rufen wir uns am besten hier auch wieder GUI History, machen wir uns da eine Methode. Dann bauen wir jetzt hier in das Horizontal nochmal ein Scroll View rein. Machen wir die GUI-Methoden hier zu und hier unten drunter machen wir jetzt noch die Void, ne, hier in das Region rein, die Void GUI History. Also so, Scroll Position History, das Bool hatten wir eben schon gemacht und die Breite habe ich jetzt hier auf 80 gesetzt und die Höhe auf 230. Mal gucken, ob das passt. Und jetzt müssen wir natürlich, ja, machen wir noch eine Box zum Angeben, dass das, also zum Bezeichnen, dass das die History ist und dann auch gleich, wie viele History-Einträge gerade in der Liste drin sind. Das können wir gleich noch mit anzeigen. Das haben wir dann so, also eine Helpbox. Gut, history.count ist die Länge der Liste, die Größe der Liste und die wird dann hier angezeigt. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Anzeige der Liste, also was in der Liste drin ist, ne? Also mit einem for each. Und das Ganze ist dann History. Und dann haben wir GUI Layout Button, wo dann das Bild drin ist, ne? Gut, und dann wollen wir natürlich genau das angezeigt bekommen. Und dann machen wir es einfach so, dass wir hier jetzt mal nicht uns das Bool speichern. So, also wenn das jetzt gedrückt wird, dann rufen wir hier direkt eine Methode auf, die müssen wir natürlich noch machen. Also Update to History Step nenne ich die. Und wir übergeben Item, also die Textur, die in der Liste drin ist. Ne? Okay, also im Button wird die Textur hier angezeigt. Also hier ist die Textur, Texture to D, das ist die Breite, Höhe vom Button, ist ja klar. Also das ist jetzt ein quadratischer Button. Und dann wird die Update to History Methode aufgerufen. Gut, und das können wir gleich noch machen. So, das war's. Und jetzt müssen wir natürlich noch eine Methode haben, nämlich wir müssen noch die History füllen, ne? So, das ist jetzt die Methode add texture to history, also es geht ein texture to D rein, wird die Textur kopiert, die reinkommt und das ist dann die neue History Texture Apply, haben wir schon ein paar Mal gehabt und dann wird das Ganze in die Liste rein und wenn die Liste größer ist als History Length, also die maximale History, dann fliegt der Null-Index raus. Also sind immer nur 10, in dem Fall bei uns, wir haben 10 angegeben, 10 Einträge in der Liste. Okay, jetzt müssen wir natürlich dieses Add Texture to History noch machen und zwar das machen wir dann immer dann bei Apply, ne? Und das wäre dann das Image Original. Also, wir haben ja hier die History am Rand, ne? Wenn ich jetzt Apply Changes mache, dann kommt hier der Eintrag. Wenn ich jetzt was ändere, Random Color, so eindeutig ein anderes jetzt, ne? Wenn ich das jetzt übernehme, kommt der neue. Machen wir es nochmal, ganz anders. Apply Changes, gut. Okay, jetzt haben wir das. Wenn ich jetzt hier hingehe, habe ich das wieder. Dahin habe ich das, dahin habe ich das. Wenn ich jetzt hier hingehe und wieder eine Änderung mache, Apply Changes mache, dann
Ändert sich an den alten nichts, aber es kommt ein neues dazu. Ich kann aber trotzdem hier, also passt, würde ich sagen. Wenn euch irgendwie Fehler auffallen sollten beim selber ausprobieren, dann schreibt das in die Kommentare, dann können wir dann nochmal gucken. Aber das sollte so funktionieren eigentlich. Ist mir gerade eingefallen. Dachte auch, wir wären fertig. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Nämlich, wir haben uns extra hier den alten Pfad gespeichert. Ja, String File Path haben wir uns gespeichert. Nämlich hier bei Load Image. Wo ist es? Save to File, Load Image. So, da haben wir uns extra den Pfad zwischengespeichert, weil wir beim Saven wollten wir den Pfad wieder wissen. Ja? Also den hier. Ja? Also müssen wir irgendwie das hier noch reinbauen, weil hier ist eine Directory und Name noch drin. So, das habe ich jetzt so gemacht hier. Also als wir das Bild geladen haben, haben wir uns ja den Pfad gespeichert. Und da schauen wir, ob der jetzt null ist. Wenn das nicht ist, dann hacken wir den String von diesem Pfad in ein Array auseinander mit dem Separator Slash. Dann haben wir natürlich hinten noch den Namen .png, da trennen wir nochmal mit dem Punkt. Dann haben wir den Namen einzeln, nämlich der erste Teil von diesem String Array, also der erste Index. Dann haben wir den Namen einzeln, nämlich der erste Index von FileName, ist dann Name und das .png hinten, das brauchen wir nicht. Und dann laufen wir durch das Path Array nochmal durch, außer den letzten Index, nämlich dieses .png und der FileName, der fliegt weg, deswegen hier -1. Und dann verbinden wir das Ganze wieder, immer mit einem Slash dazwischen und dann kommt hier hoffentlich das richtige Directory raus und der Name. Das können wir jetzt mal testen. Und wenn ich das jetzt speichere, ist natürlich vorhanden, ersetze ich. Hier unten sehen wir C, Users, Ecke, Pictures, Screenshots allgemein. Also das passt. Ja. Directory stimmt. Name stimmt offensichtlich auch, sonst wäre in dem File, also bei Save ist es dann hier, Save, das hier nicht drin wird. Das ist es nicht mehr drin, weil müssen wir vorher was laden. So, jetzt Save, dann ist es da, ne? Shop Cover. Gut, also es funktioniert. Und jetzt müssen wir die History noch zurücksetzen hier, wenn wir laden. Ja. Also hier an der Stelle müssen wir noch das folgende hinzufügen. If History ungleich null, dann History clear. Also wenn die Liste ungleich null ist, dann löschen wir die und dann fügen wir der History das Image Original zu, sodass von Anfang an dann wieder die Liste neu ist. Also immer wenn wir laden, dann wird die History-Liste gelöscht und das erste Bild kommt rein. Gut, und dann würde ich noch eine Sache machen, und zwar hier ganz oben. Hier macht es natürlich nicht viel Sinn, dass wenn noch kein Bild da ist, dass das Tools angezeigt wird und auch die History angezeigt wird. Deshalb würde ich an der Stelle einfach noch sagen, if image result und image original ungleich null, nur dann. Also so meine ich das. Jetzt hat man am Anfang, wenn eben noch kein Bild da ist, also außer den Ladebutton, dann nichts zu sehen. So, ich habe Unity jetzt nochmal neu gestartet, damit wir genau den Fall haben. Ansonsten hätten wir jetzt nämlich noch das Original-Image und so weiter. Und jetzt aber eben nicht, weil neu gestartet ist. Und dann ist hier nichts, außer der Button. Gut, dann testen wir nochmal. Nehme ich mal das hier. Das hatten wir schon mal. Anders. Nehme ich mal hier so ein Screenshot von meinem Android-Tutorial. So, okay, dann haben wir das. Ja, ganz nett aus. Mal ein bisschen kleiner. Okay,
Apply Changes, das passt, geht in die History, testen wir mal noch ein bisschen. Wenn ihr noch, wie gesagt, Fehler feststellt, dann schreibt in die Kommentare rein, dann gucken wir dann nochmal danach. Machen wir es mal vom Originalbild nochmal. Oh ja, doch ganz cool aus eigentlich. Nochmal vom Original. Oh, ist nicht so schön. Ich nehme nochmal so eine Palette hier. Nehmen wir mal so eine Gameboy-Palette hier. Die Farbe ein bisschen dunkler. Oh ja, warum nicht? Gut, also haben wir die History. Wir können hier durchdrücken. Das funktioniert. Wir können speichern. Probieren wir nochmal kurz. Mal natürlich irgendwas speichern, was auch. Machen wir mal das. Save. Da ist er. Passt. Und wenn man jetzt ein neues Bild lädt, müsste der Verlauf wieder leer sein. So, habe ich hier nochmal ein schönes Bild rausgesucht. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder vielleicht sogar folgt. Es kommen bestimmt noch weitere tolle Tutorials. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihr einfach, kein Problem. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach so, konvertieren müssen wir das noch. Na, mal eine Farbe. Naja.